Nachhaltigkeit ist eine Reise. Früher hatte ich auch so die Vorstellung, irgendwann sind wir der Nachhaltigste und es ist wie so eine Art Gipfel und man schaut runter, aber vergiss es. Es ist Teamsport und eine Reise. Hallo. Hallo. Da ist die Hanna. Hallo. Die Hanna ist die Produktmanagerin für die Packs & Bags. Oh, und da ist der Rafa. Auch da. Rafa ist der Produktmanager für die Radtaschen, für die ganzen Radprodukte, die auch in der Manufaktur gefertigt werden. Made in Germany bedeutet für mich auch eben, was für mich ein großer Wert ist hier so eine Art Ganzheitlichkeit am Standort zu haben. Die gesamte Produktentwicklung eben von der Papierzeichnung sozusagen, von den ersten Ideen über die Technik, über dann tatsächlich die Produktion bis zum Vertrieb und Marketing hier einfach als geschlossenen Zyklus im Haus zu haben. Bei Made in Germany ist die Nähe zur Produktion einfach das Schöne, sodass man eigentlich im Entwicklungsprozess rübergehen kann in die Produktion und relativ schnell sich herausstellt, ob die Idee funktioniert oder ob man sie nochmal überarbeiten muss. Und es eigentlich einen schönen Austausch gibt, wo man das Produkt einfach schneller voranbringen kann. Also um zur Manufaktur zu kommen, müssen wir durch Teile der Logistik durch. Also die Ware kommt hier erstmal alles nach Obereisenbach und wird von hier aus dann wieder versandt. Unser größtes Ziel so momentan ist, die gesamte globale Lieferkette transparent zu gestalten und bis zum letzten Knopf auch zu wissen, wo kommt der her und ist der ökologisch und sozial hergestellt worden. Die Materialien, die wir in Deutschland verwenden, sind ausschließlich PVC-freie Materialien. Das heißt, dass man Produkte entwickelt und gleichzeitig immer im Hintergrund behält, okay, arbeite ich nicht nur wirtschaftlich, sondern auch ökologisch. Hallo. So, hier sind wir in der Manufaktur. Das ist sozusagen der Klassiker, der hier am meisten hergestellt wird. Das ist die Aqua, die Radtasche. 27,12 Megahertz, welded, handcrafted with pride in Obereisenbach. Einerseits denkt man sich beim ersten Blick drauf, dass es sehr innovationshemmend ist, weil wir ja von uns aus sagen, wir möchten diese Materialien nicht einsetzen, weil ja vielleicht Schadstoffe drin sind, oder wir möchten nicht mit den und den Lieferanten zusammenarbeiten, weil uns die Arbeitsweise nicht gefällt. Aber dadurch ergibt sich für uns eben immer die Herausforderung, pioniermäßig unterwegs zu sein. Wir müssen immer neue Lösungen schaffen, die es vorher nicht gab. Ich finde es total schön, was Sie sich dabei Gedanken gemacht haben, dass das Material, dass es ein bisschen natürlich erscheint, weil es ist PVC-frei, aber wie macht man das dem Kunden verständlich? Sehr schwer bei so einem Material. Und wir sind hier am Bodensee sozusagen, und das heißt, Sie haben sich überlegt, dass Sie so ein bisschen so ein Fischgrätenmuster, so ein Fältchenmuster mit reinbringen, wie die Fischhaut von einem Fältchen. Das heißt, diese Konzentration auf diese Werte der Nachhaltigkeit sorgt dafür, dass VD einzigartig ist und damit sich wirklich gut unterscheidet zum Rest des Wettbewerbs. Ich glaube, so im Zuge der Globalisierung und die Welt wird unübersichtlich, ist dieses Thema Made in Germany für viele Leute so ein totales Vertrauensthema. Man weiß, dass die Arbeitsbedingungen gut sind, man weiß, dass die Qualität gut ist. Man hat das Gefühl, man unterstützt die lokale Wirtschaft. Seit Jahren ist das die am stärksten wachsende Produktgruppe. Unser Herz schlägt natürlich hier. Es ist super sinnvoll, einfach den ganzen Produktionsentwicklungsprozess im Haus zu haben und nicht so einen Teil ausgelagert zu haben. Das macht einfach ganz viel für die Identität der Leute, die hier arbeiten. Wir sehen das hier als Kernzelle von VD. Und wenn ich jetzt hier meine Kollegen bei der Arbeit sehe, bin ich auch echt mit Stolz erfüllt. Ist einfach schön. Ich finde, das verleiht auch einfach viel Sinnhaftigkeit. Und für die Mitarbeiter und auch für mich und alle, die eben daran arbeiten, einfach einen ganz besonderen Stolz auf diese Produkte. Ja, das ist ein Wert, den man irgendwie nicht mit Geld bemessen kann. Aber ich finde, so für die Identität des Unternehmens und der Mitarbeiter finde ich das total wichtig.